Hallo und herzlich willkommen zur 13. Episode von Hedonista, die Jungfrau und die Schlange im Paradies. Ich bin Elisa Cabo und habe auch heute wieder einen äußerst spannenden Gast für euch. Und zwar die entzückende Nova Star. Hi! Gemeinsam sprechen wir heute über ein besonders prekär erotisches Thema. Wir tauchen ein in eines der ältesten Bilder der Menschheitsgeschichte. Die Geschichte der Jungfrau und der Schlange im Paradies. Was bedeutet Unschuld im sexuellen Kontext wirklich? Wieso übt Verführung so eine tiefe Faszination auf uns aus? Und warum sind wir so fasziniert von beiden Polen der Extreme, Reinheit und Lust? Gemeinsam mit meinem heutigen Gast Nova Star erforsche ich, wie diese Archetypen in unserer heutigen Sexualität, in der Escort-Welt und im privaten Erleben wirken. Und warum die Schlange vielleicht gar nicht so böse ist, sondern in Wahrheit die Freiheit verkörpert. Nova Star, die Urmutter der Lust oder auch die Verkörperung der Fantasie, die jeder Junge einmal heimlich über die Freundin seiner Mutter gehabt hat. Statt der inszenierenden Bühnenfigur und Louboutins begegnet ihr eine hübsche, bodenständige Frau, die sich ihrer Wirkung äußerst bewusst ist, doch gleichzeitig unerschütterlich klar und echt bleibt. Mit ihrem weichen Blick, den grün leuchtenden Augen und den sanften Gesichtszügen nimmt sie dir jede Angst. Und mit denselben Lippen gibt sie dir das Gefühl, zum ersten Mal wirklich ein Mann zu sein. Nova ist eine Männermacherin. Eine Frau, die jungen Männer mit saftigen Kurven und weiblicher Präsenz empfängt und sie als Männer wieder entlässt. Also, meine liebe Nova, wie kann ich mir dich denn außerhalb dieser ganzen Escort-Tätigkeit vorstellen? Was machst du denn, wenn du gerade mal nicht unerfahrenen jungen Männern die Köpfe verdrehst? Ja, erstmal danke, dass ich hier heute mit dir sein darf. Wir sitzen hier ganz kuschelig auf einer Ledercouch und das Intro war schon eigentlich irgendwie total treffend beschrieben. Oh Gott, aber wenn man sich selber so als MILF vorstellt. Aber ja, so ein bisschen ist das schon so. Und um jetzt zu deiner Frage zu kommen, genau, ich mache irgendwas mit IT. Und ich bin in einer Männerdomäne unterwegs, ob es Baustelle ist oder große technische Geräte. Da bin ich zu Hause und habe natürlich auch viele, viele Menschen kennengelernt und auch viele junge Männer. Wie praktisch. Also viele sehen ja Escort als so eine Art Repräsentation des ultimativen Luxus. Überall soll Champagner und die Austern fließen. Und ich finde es schön, dass du da so eine geerdete Art in dir hast. Also du sagst, es ist schön, wenn man es empfängt, aber man braucht es nicht unbedingt. Was würdest du sagen, was an dir dieses heimelige, private Element ausmacht? Was man vielleicht gar nicht auf den ersten Blick erwartet? Puh. Ja, also wenn man in einer Männerdomäne arbeitet, dann musst du einfach bodenständig sein und authentisch. Und es ist wichtig, auch einfach seine Arbeit zu machen. Und das habe ich irgendwie auch für mich selber dann, ja, das ist auch zu einer meiner Identität geworden oder ein Teil davon. Das ist auch, was ich nach draußen einfach repräsentieren, mittlerweile auch möchte. Kein Performance-Druck, kein Druck generell, sondern hey, wir treffen uns und wir machen aus einer sehr, sehr angespannten Situation einfach eine sehr entspannte Situation. Und ich glaube, ich habe auch vielleicht dadurch so ein Talent entwickelt. Ich nenne es das Eisbrechertalent, wo ich einfach am Anfang mit diesem sehr, sehr aufgeregten Menschen das Eis breche. Und wenn das Eis erstmal gebrochen ist, dann ist einfach der Rest einfach. Und das ist mir wichtig. Wie du das Eis brichst, das möchte ich später noch von dir ein bisschen detaillierter erfahren. Gerne. Also Nova, du bist ja für viele Männer eine Art Männermacherin. Was macht für dich den Unterschied aus zwischen einem Jungen und einem Mann? Also ganz ehrlich, so habe ich das noch nie gesehen, weil ich da auch wirklich unvoreingenommen reingehe. Also es hört sich jetzt wirklich, Elisa, ein bisschen pathetisch an, aber es ist tatsächlich so einfach. Der Mensch kommt rein, er ist auch auf jeden Fall aufgeregt, aber darauf stehe ich.
Also auch bei meinen, ich sage jetzt mal Anführungsstrichen, normalen Kunden. Aber ich möchte überhaupt da jetzt keinen Unterschied machen, weil es im Endeffekt keinen Unterschied macht. Der Mensch soll jetzt nicht reduziert werden, jetzt darauf, dass er jetzt ein Jungmann ist. Ich meine, der hat jetzt eh schon genug Probleme damit, dass es schon ist. Und wenn er jetzt rausgeht und es ist nicht mehr so, dann hat er das Gefühl erstmal bei sich und ich möchte da jetzt noch nichts verstärken. Und das ist mir wichtig. Also jetzt, wo du es fragst, ja, das ist mir tatsächlich wichtig. Und ich finde das auch vielleicht auch ganz schön, dass ich das so mehr neutral sehe. Doch, ist eine gute Einstellung auf jeden Fall. Ja, danke dir. Viele Männer suchen ja bei dir nicht nur Sex, sondern eben auch Geborgenheit. Glaubst du, dass diese Sehnsucht nach Mutterenergie etwas sehr Archaisches ist? Ich würde eher sagen, die möchten nicht Geborgenheit, sondern ein Sicherheitsgefühl haben, dass sie nicht verurteilt werden. Das möchte jeder. Ja, so einfach ist es. Und wenn du nicht verurteilst oder halt auch das nicht ausstrahlst, dann kommt dieses Geborgenheitsgefühl wahrscheinlich dann automatisch. Und genau, wenn er sich sicher fühlt und einfach dieses Gefühl hat, dass er jetzt genau so unerfahren sein darf, dann glaube ich, kann der Rest passieren, weil ansonsten, ich meine, es gibt Probleme manchmal. Stell dir mal vor, du gehst jetzt irgendwo auf ein Date hin und da läuft alles schief und dann bist du halt auch nicht motiviert. Und das ist genau, was ich meinte mit diesem Eisbrecher. Ne, ich hol den ab, wo er ist und dann gehen wir einfach ganz locker rein in diese Sache. Und für mich dadurch, dass ich ja geübt bin, ist es auch nichts mehr Unnormales. Also ich mache aus einer komplett normalen Situation eine normale Situation. So, und dann passieren auch keine Hängerchen. Das hast du sehr schön formuliert. Wunderbar. Jetzt haben wir ja schon einige Male diesen Begriff Jungmann oder Jungmänner benutzt. Das ist ja jetzt nicht das Gleiche wie eine Jungfrau. Was bedeutet denn eigentlich Jungmann und inwiefern unterscheidet es sich von der Jungfrau? Also Jungfrau ist ein Sternzeichen für mich. Fangen wir jetzt mal dort an. Warum wir den Begriff Jungmann genommen haben? Und zwar, weil wir Jungmänner nicht jung bezeichnen wollen. So, und da holen wir einfach mal ein bisschen das Klischee raus, dass man dafür jung sein muss oder alt oder irgendwie besonders auf eine Art und Weise, sei es jetzt positiv oder negativ, sondern ein Jungmann ist einfach das Adäquat zu einer Jungfrau. Er hat halt noch nie Sex und möchte das jetzt gerne. Ach so, ich hätte das jetzt so definiert, dass ein Jungmann so eine etwas abgeschwächtere Version einer Jungfrau ist. Also Jungfrau ist, er hatte wirklich noch nie Sex. Jungmann ist, er hatte wenig Erfahrung und hat aus irgendeinem Grund vielleicht aufgehört, Sex zu haben oder nicht mehr die Möglichkeit bekommen. Interessant. Ja, also ich sehe das wirklich so, dass es einfach jemand ist, der keine Erfahrung hat. Und vielleicht hat er schon mal eine Frau geküsst, aber das war keine gute Erfahrung. Und damit ist er immer noch unerfahren. Ja. Und ich versuche halt wirklich in diesem Setting einfach einzubauen, dass wir einfach gerade ein Date haben. Und er kriegt einfach von meiner Seite aus einfach so eine unterschwellige Anleitung, aber ohne wirklich so jetzt Lehrer-Pädagogenhaft drauf einzugehen, sondern ich leite ihn ein und er kriegt es im besten Fall gar nicht mit. Perfekt. Jetzt bin ich aber doch noch mal sehr neugierig auf diese sogenannten jungen Männer. Wie alt war denn dein jüngster oder auch ältester Jungmann? Also bei den Jüngsten, wenn sie nicht geschummelt haben beim Alter, ich meine, ich mache keine Personalausweiskontrolle. Ich glaube, der Jüngste war 20. In der Regel sind sie aber zwischen 28 Jahren plus minus. Und der Älteste war, glaube ich, wenn er nicht geflunkert hat, 36. Wie gesagt, ich mache keine Ausweiskontrolle, aber man kann so ein bisschen natürlich auch das Alter schätzen. Und es gibt einfach alle. 60 hatte ich noch nicht, aber was nicht ist, kann noch werden. Ich kenne jetzt keine klassische Jungfrau, die jetzt über 40 ist. Aber so jemanden, den ich jetzt noch als Jungmann bezeichnen würde, der wirklich sehr wenig sexuelle Erfahrung hat. Also da geht das bis in die 40er, 50er rauf, Ja. die ich so kenne. Ja. Du kannst es halt auch ganz oft gar nicht richtig erfassen, weil die meisten Jungmänner, oh Gott, ich will es nicht sagen, aber
Die hatten halt sehr wenig Stress im Leben meistens, weil sie keine Frau vielleicht hatten. Das mag eine logische Korrelation sein, das gebe ich zu. Vielleicht sehen die halt einfach auch ein bisschen jünger aus, ja. Und deswegen ist es manchmal so richtig schwer, es zu erfassen. Und Zahlen sind Zahlen und eigentlich nicht so wichtig. Ist auch wieder wahr. Was denkst du, bringt ein Mann dazu, sagen wir mal im ersten Drittel seines Lebens einfach gar keinen Sex zu haben? Ja, es gibt viele Gründe dafür. Und jeder hat seinen eigenen persönlichen Grund und seine eigene Geschichte dazu. Und die ist auch eigentlich nicht wichtig, außer für ihn ist sie wichtig. Dann teilen sich auch die meisten gerne mit. Und ich meine, ich habe so ein bisschen meine eigene Statistik. Ich glaube, ziemlich viele sind Jungmänner in unserer Gesellschaft und keiner redet darüber. Deswegen denkt auch jeder, er ist der Einzige auf der Welt. Aber nein, das stimmt nicht. Genau, und diese Geschichte, die ihm vorangeht, ist halt so individuell, wie auch unsere Leben auch individuell sind. Und ich finde es halt gut, wenn jemand sich selbst ermächtigt und sagt, diese Situation, die ihm nicht gefällt, will er jetzt beenden. Und er will jetzt daraus einfach eine Situation schaffen, die ihm halt besser gefällt. Und wenn jemand dann auch wirklich alle Kraft und den Glauben da reinsteckt und dafür viel tut und das dann macht, dann ist es der erste Schritt zur Selbstermächtigung. Und ich habe einen ganz, ganz großen Respekt davor tatsächlich. Glaube ich. Ich bin aber trotzdem sehr neugierig, was einen wirklich dazu bewegt. Denn als ich so im Teenageralter war, glaube ich, so das einzig wirklich relevant erklärte Ziel, endlich das erste Mal zu vögeln. Jeder wollte es. Ehrlich gesagt habe ich es auch einfach nur hinter mich bringen wollen, weil das einfach so ein Brocken war. So ein, was ist, wenn es mir nicht gefällt? Was ist, wenn alle drüber geredet haben, aber es irgendwie völlig blöd ist? Und dann bin ich komisch, wenn ich es nicht mag. Oder ich wollte es einfach unbedingt wissen, um diese Beruhigung mit mir selbst zu haben. Und interessiere mich schon dafür, was in Menschen vorgeht, sich aus diesem Spiel komplett rauszunehmen. Also bis auf natürlich, wenn das sehr religiös ambitionierte Gründe hat, dann ist es ja offensichtlich. Aber was ist so deiner Einschätzung nach? Also du kennst ja mehr junge Männer als ich. Was ist so der häufigste Grund dafür? Als Mädchen oder als Frau hast du einfach erstmal eine viel größere Chance, jemanden zu finden, der sagt, ich mach mit. Jetzt muss man sich einfach das so vorstellen. Wenn ich jetzt als junges Mädel irgendwie hingehe und sage, ich würde es jetzt gerne probieren, dann glaube ich nicht, dass die Chance so groß ist, dass der Junge sagt, nein, ich muss mich aufsparen. Aber bei Mädchen, umgekehrt, wenn der Junge zu dem Mädel hingeht, da ist die Chance schon ganz groß da, dass sie erstmal ablockt. Und ich glaube erstmal, das hängt einfach wirklich mit Chancengleichheit zusammen. Und ich hatte auch einige, die halt erstmal ihre Doktorarbeit in den Vordergrund gestellt haben und sich gesagt haben, ich mache jetzt erstmal mein ganzes Studium fertig und zwar in einem Rutsch und lass mich von den Mädels nicht ablenken. Und das haben sie auch ganz gut geschafft. Durchaus. Wie sehr denkst du, dass Männer darunter leiden, wenn sie das so sehr aufschieben? Also an sich ist es ja eine sehr kluge Sache, sich auf die Arbeit, auf die Karriere zu stürzen. Frauen können ablenken. Wir sind geschaffen dafür. Aber wie hoch ist da der Leidensdruck? Glaubst du auch, es gibt junge Männer, die eigentlich gar nicht so sehr drunter leiden? Also ganz ehrlich, fast keiner von denen. Von den ganz tollen Menschen, die ich jetzt kennengelernt habe, hat drunter gelitten. Echt? Nee, glaubt man erstmal nicht, ne? Die haben sich irgendwann mal gesagt, jetzt ist die Zeit, jetzt mache ich's. Ach ja. Aber das sind halt die Menschen, die ich kennengelernt habe. Es gibt bestimmt auch so eine ganz große Dunkelziffer, die kenne ich nicht. Aber die sich selbst ermächtigt haben, haben gesagt, das ist jetzt ein Punkt, den ich jetzt auch nochmal abarbeiten werde. Und dann machen sie es auch, so wie du es gesagt hast. Bin jetzt voll neugierig, ich möchte es jetzt wissen und dann machen sie es einfach. Und dann haben sie den Punkt abgehakt, jetzt können sie mitreden. Vielleicht erst mit 30, aber man kann sich heute im Internet ziemlich über viele Themen schlau machen. Ja, aber das ist so, ich kann das kaum nachempfinden, weil ich glaube, ich bin wirklich nicht sexsüchtig, aber es dreht sich in meinem Leben schon sehr viel um Sexualität, Sinnlichkeit, Hingabe. Dieses ganze Spiel daran. Aber gut, vielleicht ist auch nicht jeder so extrem sexuell Also unterwegs. erstmal, Elisa, Ja. man kann auch ziemlich viel Sex mit sich selber haben. Das habe ich auch schon ausprobiert. Und dann rede ich ja mit einer Expertin. Aber
Sie kennen es halt nicht im Duett. Das ist sowieso nur tanzen. Und wenn sie dann das erste Mal im Duett tanzen, dann stimmt erstmal die Synchronität nicht. Das ist so wie, wenn man Walzer tanzt und du tanzt das erste Mal. Und da kannst du halt auch nicht top performen. Aber also ich erwarte das nicht. Und dann gucke ich, dass ich einfach nicht die Führungsrolle übernehme, offensichtlich, aber dass wir irgendwie eine Synchronität schaffen. Wenn man viel Fingerspitzengefühl mitbringt und ich liebe Menschen, dann kannst du dich da reinfühlen in diese Situation. Ja, und das ist, glaube ich, auch das, was mir daran richtig, richtig Spaß macht. Weil ja auch jeder anders ist. Was glaubst du denn, geht in so einem jungen Mann vor, wenn er zum ersten Mal in diesen Tanz reinkommt, wenn er zum ersten Mal eine Frau sich vor ihm ausziehen sieht? Also meine Erfahrung, diese total super tollen Menschen sind super aufgeregt. Ich habe manchmal tatsächlich Angst, dass sie einen Herzinfarkt kriegen. Aber die sind doch jung. Ja, aber es ist trotzdem egal. Irgendwann springt das Herz wahrscheinlich auch raus aus dem Brustkorb. Das könnte fragil sein in dieser Gegend. Der Körper ist gemacht für Hochleistungssport. Das geht schon. Ja, bin ich bei dir. Also bis jetzt haben es auch alle überlebt. Da bin ich aber froh. Ich auch. So eine Schlagzeile will man einfach nicht. Nee. Und wenn du halt merkst, wie aufgeregt sie sind, da versuche ich auch natürlich mit ein bisschen Humor reinzugehen und bitte sie erstmal nicht zu sterben. Also nicht vor Ort. Danach ist okay, wenn ich weg bin, weil die Schlagzeile dann ohne mich ist. Aber Wie episch. so mittendrin ist blöd. Hat irgendeiner von diesen Herren mal schockiert darauf reagiert? Nee, überhaupt nicht. Es nimmt einfach dieser komplett skurrilen Situation erstmal sofort den Wind aus den Segeln. Ich meine, wir haben jetzt auch drüber gelacht. Ja. Und alle jungen Männer sind, halte ich fest, humorvolle Menschen. Wirklich? Ja. Vielleicht sollte ich auch mal jungen Männer daten. Oh mein Gott. Dann nimmst du mir aber mein Geschäft weg. Nein. Ja, also wir gehen da absolut mit Humor rein und ich habe ja auch noch ein Standardrepertoire an ziemlich guten Eisbrechern und das war jetzt natürlich schon einer, das kannst du auch nicht mit jedem machen, aber hey, bis jetzt hat es gut funktioniert. Sehr gut. Warum sind Jungmänner denn so besonders spannend für dich? Also was genau übt da den besonderen Reiz aus? Ja, jetzt gehen wir zu meinem Lieblingsthema, nämlich, wie hast du mich vorgestellt? Als die Mutti? War das so? Den Man-Eater. Also als die moderne Milf? Oder das? Ja, also das heißt, auch meine erste Erfahrung liegt schon ein paar Jahre her. Wir sagen jetzt nicht wie viel, aber es sind schon einige. Und jetzt musst du dir das vorstellen, jemand erlebt irgendeine Sache zum ersten Mal. Und ganz ehrlich, Sex ist auf jeden Fall so eine Sache, die halt ziemlich brandet im Leben. Und da hast du einen Gegenüber, der sich richtig freut, aufgeregt ist, weiß nicht, was er tun soll. Und ich genieße das. Es ist einfach auch mein erstes Mal, wenn jemand da komplett reintaucht in diese Geschichte. Und erste Male machen süchtig. Das ist wahr. Und mein Christian kein zweites Mal genauso nachgestellt. Ah ja? Challenge accepted, ja? Ja. Ganz viele hatte ich auch das zweite Mal. Das ist interessant. Ja. Werden Sie dann Stammkunden? Nicht alle, weil ich glaube, so nachdem das erste Mal abgehandelt ist, sind sie mutiger. Ich gebe auch tatsächlich Tipps gerne, ne, wenn es jemand möchte. Und die sich nicht melden, sind dann die erfolgreich auf dem normalen Markt dann unterwegs sind, wo sie halt dafür nicht mehr bezahlen müssen, was super in Ordnung ist. Aber ich habe auch welche, die sagen, das ist denen zu stressig, die haben sich dieses Kennenlernen schon nicht angewöhnt, deswegen brauchen sie sich auch nicht abzugewöhnen. Und dann mögen sie dieses abgeklärte, vorvertraglich festgehaltene, ja, Geschehen, ohne sich viel bemühen oder nachdenken zu müssen. Und das ist auch okay. Ich glaube auch ein klarer Rahmen. Also das klingt jetzt immer so abgeklärt, aber dieser klare Rahmen gibt mir auch immer eine sehr, sehr große Sicherheit, eine Klarheit. Du weißt ganz genau, was passiert. Also wir hatten ja auch mal das Thema, dass gerade für neurodivergente Menschen wahnsinnig wichtig ist, diese klaren, abgesteckten Regeln zu haben. Ich finde es schon nachvollziehbar, dass man nach dem ersten Mal, wenn es gut gelaufen ist, sich jetzt nicht in die freie Dating-Welt schmeißen will. Tinder ist brutal. Ja,
Definitiv. Also ich habe absolutes Verständnis, bin voll bei dir. Gerade für jemanden, der eine logische Struktur braucht, Vorhersehbarkeit, keine Überraschungen, ist das Setting einfach 100%. Und wenn ich sicher in eine Situation reingehen kann, dann macht sie mir auch sicherlich Spaß. Gefällt es dir auch, dass dein Gegenüber noch ein wenig unsicher ist? Ja. Ja, ja. Warum? Kein B, ja. Tell me more. Es ist kein Machtgefälle, also ich hoffe nicht, dass es das ist, weil wenn ich jetzt so drüber überlege, vielleicht ist es auch doch ein bisschen. Also ich bin auf jeden Fall die der Steuermann ist und auch ich fühle mich in diesem Setting sicher wahrscheinlich und bestimme diese Situation. Und vielleicht gibt es mir auch eine Sicherheit, dass es keine Überraschungen für mich gibt, wo ich jetzt komplett neu umstrukturiere. Geht auch, aber es ist viel schöner, wenn ich die Situation komplett unter Kontrolle habe vielleicht. Bin ich ein kontrollsüchtiger Freak jetzt? Bisschen? Du lachst. So hätte ich das jetzt nicht ausgedrückt, aber das klingt schon sehr machtorientiert. Das ist ja fast ekelhaft. Wirklich? Weiß ich nicht. Also, guck mal, ich sehe mich schon so gerne in integrativen Strukturen. Das klingt ja fast pädagogisch. Ekelhaft. Sag sowas nicht. Ja, nee, weiß ich nicht. Also ich glaube schon, dass es bei mir das ist, dass ich einfach dieses Setting aufbaue und dann halt ein bisschen pushe und dann ein bisschen Druck rausnehme und dann auch wieder einfach das Setting so zwischendurch verändere, so, wo ich denke, wir bauen jetzt wirklich ein paar Erlebnisse rein. Und der Mensch soll einfach das Gefühl haben, dass das, was er macht, nicht total scheiße ist, sondern was richtig Cooles, was draußen in der Welt einfach total blöd konnotiert ist. Und einfach so einen echten schlechten Ruf hat, obwohl es was richtig Tolles ist. Und deswegen, ja, ich habe natürlich die Kontrolle über diese Situation, aber ich schaffe ein Erlebnis und das ist mein Anspruch. Ja. Ich denke, das ist so eine zweischneidige Sache. Es geht nicht nur um Macht, sondern wahrscheinlich auch um eine gewisse Befreiung. Auf jeden Fall bin ich bei dir. Das hast du absolut auf den Punkt gebracht. Und zwar, was gibt es Schöneres, wenn du jemanden ein Tool in die Hand gibst und dann geht er raus in die Welt und ist verändert. Und PS, es werden sich wahrscheinlich sehr, sehr viele Menschen an mich erinnern. Also meinen ersten Kuss werde ich auch nie vergessen. Mein erstes Mal war richtig schlecht. Echt? Ja. Warum? Ich habe so lange drauf gewartet und dann waren wir völlig betrunken von der Faschingsfeier mit 16. Ui. Ja. Also bei mir war es nicht besser. Also mein erster Zungenkurs, da hatte ich irgendwie dieses Erbsenspiel im Kopf, weißt du, man übt so mit einer Erbse, dass du sie so rausfischst aus dem Wasser und ich dachte echt, das läuft so. Aber der andere dachte das auch. Und welche Erbse habt ihr rausgefischt? Das war so schlimm. Unsere Zungen haben gekämpft. Oh. Na, das stelle ich mir jetzt fast schon wieder erotisch vor. So einen kleinen Ringkampf der Zungen. Nein. Und dann bin ich nach Hause, Elisa, und habe voll das schlechte Gewissen gehabt. Ich habe nämlich gedacht, meine Mutter sieht das. Wie sollte sie das denn sehen? Weiß ich nicht, weil sie so allwissend ist. Ich habe immer Angst, dass sie das sieht. Also bin ich total schnell in mein Kinderzimmer und bin schlafen gegangen. Also mein erster Kuss war sogar ganz gut. Echt? Ja, deshalb bin ich ja davon ausgegangen, dass das erste Mal dann auch gut wird. Aber manche Bilanzen kann man einfach nicht halten. Ja, so mein erstes Mal war auch irgendwie komisch. Ach Gott, das darf ich gar nicht erzählen. Aber das mache ich vielleicht doch nicht. Die wichtige Frage ist doch, war es mit jemand, der auch unerfahren war? Keine Ahnung. Keine Ahnung? Nein, ich habe ihn nicht gefragt. Wirklich? Ja. Aber da zu deiner Anfangsgeschichte zurück. Ich wollte es einfach mal sehen, warum alle so drüber reden. Mir war einfach das Wording einfach so wichtig. Und zu sehen, was das ist und warum alle drüber sprechen. Weil ich habe ja einen Penis schon vorher gesehen, aber nicht im Tun. Und ich bin so richtig schlimm wie eine Forscherin reingegangen und habe gesagt, so, und jetzt möchte ich sehen, wie das funktioniert. Und dann habe ich es getan und dann, ja, gesagt, krass. Also es hat nicht mal wehgetan, ne? Aber ich war auch sportlich damals. Wer weiß, warum nicht. Mir war es auch schon gerissen, das Jungfernwörtchen. Wahrscheinlich. Genau. Und es hat auch nicht wehgetan. Es war jetzt auch nicht krass. Und es war einfach, das, was ich wollte, habe ich bekommen. Ich habe herausgefunden, was das ist.
Und dann habe ich mir gedacht, krass, das ist aber super langweilig. Echt? Ja. Das ist sehr interessant. Okay. Ja, fandest du es nur langweilig, weil es nicht der richtige Partner war? Oder fandest du es langweilig, weil das Penetrative alleine irgendwie nicht so den Reiz ausgemacht hat? Also wenn du in eine solche Situation reingehst und dir sagst, ich möchte jetzt einfach gerne wissen, wie sich das anfühlt, wenn der Penis die Muschi penetriert, dann ist es auf jeden Fall ein Erlebnis, wo der Penis die Muschi penetriert. Wir waren am Anfang alle ein bisschen mechanisch unterwegs. Ey, Das ist ja das Romantik. Problem. Romantik ist wichtig, hat meine Mutter gesagt. Da habe ich mir gesagt, nö. Nee, aber also ich sag mal, so ein gewisses Vorspiel, auch ein mentales, das finde ich wichtig. Also, ich meine, wenn er Kerzen anzünden möchte und er möchte überall Rosen verstreuen, dann finde ich das ganz, ganz goldig. Weil er sich Mühe gibt. Ich weiß, hast dann zwar überall Rosenblätter, aber der Wille zählt. Ja, Aber ohne ein gewisses Vorspiel, es ist ein Penis, der die Muschi penetriert. ja, Ja, ja. ist es auch. Hier sind wir aber ganz schön vom Thema abgekommen, Sind wir wir das? beide. Ups, wie konnte das denn passieren? Naja, wenn wir schon über erste Male sprechen, wobei es ja auch wichtig ist, um sich in das erste Mal eines jungen Mannes einzufühlen, dass man sein eigenes erstes Mal nochmal ein wenig ergründet. Das schafft ja auch eine gewisse Empathie dafür. Aber wie ist es denn bei dieser Sorte Kunden? Also du hast ja nicht nur junge Männer, aber es ist schon so ein Kernsegment. Gibt es da nicht viele, die sagen, sie brauchen schon eine sehr enge emotionale Verbindung? Nein. Ehrlich? Nein. Echt? Nee. Wirklich, ich habe echt danach Ausschau gehalten. Männer sind da einfach vielleicht etwas einfacher gestrickt. Ich kenne aber so romantische Männer. Ich auch, aber wenn es um Liebe vielleicht geht. Aber die können Liebe und Triebe vielleicht gut auseinanderhalten, die ich kenne. Reimt sich, muss vielleicht die Wahrheit sein. Ich dachte, das wäre der Platon-Reim. Die Liebe, die auskommt ohne Triebe. Uah. Ja, Furchtbar. aber witzig. Ne, ich hätte jetzt gedacht, dass viele schon eine Hemmung haben, ohne diese emotionale Verbindung erst direkt miteinander zu schlafen. Hast du das nicht öfter mal, dass er dann beim ersten, also beim allerersten Treffen es noch gar nicht so richtig machen will? Nee, Echt? kein einziges Mal. Wow. Und wenn jetzt so viel Liebe da sein sollte oder müsste, wäre ich schon längst ja über 40 Mal verheiratet. Aber bin ich nicht. Und damit kommen wir zu meinem größten Geheimnis. Die 40 Jungmänner, die in manchen Kontexten als erstrebenswert nach dem Tod propagiert werden, die hatte ich schon auf der Erde. Ach, wie schön, da musst du ja gar nicht mit den Löffel abgeben. Ich muss nicht in den Himmel, nee. Super. Ich habe es schon gleich hier abgehandelt. Wunderbar. Ist es schon blasphemisch? Naja, irgendwie muss Komm, man den ich- sakrilegischen Verbund ja auch pflegen, ne? Also, Komme ich jetzt in die Hölle? das eh. Aber ich würde trotzdem noch mal gerne auf die guten jungen Männer und ihre Hemmungen hinkommen. Was sind denn so die größten Blockaden? Was sind so die größten Ängste dieser Herren bei einem solchen ersten Date? Ich glaube, das ist die Nervosität. Weil stell dir mal vor, also klar, noch viel intensiver, aber du gehst den ersten Tag in einen neuen Job. Da hast du Dinge, die neu sind, die du nicht kennst, Abläufe halt auch, ne? Und dann gehst du zu einer Frau, die sagt, ich ziehe mich gleich in ein paar Minuten, also wenn du es überlebst, den Herzkasper, gleich aus. Und die wissen das halt, ne? Die stellen sich das bildlich vor. Und ich stell's mir gerade selber vor ein bisschen. Ich werde gleich eine nackte Frau oder einen nackten Mann sehen. Und dann werde ich aber auch ein bisschen nervös. Weil stell dir mal vor, du machst es das erste Mal. Das ist krass. Ja, das ist wahr. Ich hatte richtig schwitzige Hände. Hey, erzähl mir nix. Ich dachte, was mache ich hier? Ich bin nach Hause gegangen und habe meine Mutter nicht mehr in die Augen geschaut. Weiß ich. Also, da passiert richtig, richtig viel. Und deswegen habe ich auch so Respekt davor, dass man dann sagt, ich mache das jetzt einfach. Und ich mache es mit jemandem, den ich gar nicht kenne. Das ist ja noch schlimmer. Das kann natürlich auch ordentlich in die Hose gehen, aber ich bewundere da auch diesen gewissen Mut. Also ich wüsste jetzt nicht, ob ich mir fürs allererste Mal jemanden de facto übers Internet organisiert hätte. Wobei,
Also ich find's gut. Nee, mein erster Blowjob war tatsächlich. Na, okay, gut. Erzählen Sie mehr. Ach, da habe ich doch eine eigene Folge drüber gemacht. Mein erster Blowjob. Oh Gott, war ganz, ganz merkwürdig. Okay, das heißt, diese Geschichte gibt's in der ersten Folge. Nee, in der 9. Folge. 9. Sehr gut. Dann schaut auch dort rein, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Wie schaffst du es denn, diesen Männern diese erste Hemmung sehr natürlich und auf eine entspannte Art und Weise zu nehmen? Da ist meine bodenständige Art, glaube ich, sehr hilfreich. Und mein Eisbrechertalent, dass ich einfach da bin und ich strahle keine Erwartungshaltung raus, sondern bin ganz, ganz normal da. Also ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Ich bin einfach normal da und frag sie auch, ob sie nervös sind. Und dann sage ich auch, wenn du jetzt Nein sagst, dann muss ich dir auch sagen, dass ich schon sehe, dass du richtig nervös bist und dass es okay ist. Und wenn jemand vielleicht auch, also ich gehe ein bisschen von mir aus, wenn jemand mich so abholt, wo ich gerade stehe und einfach so direkt, ehrlich und humorvoll ist, also ich habe mir das auch abgeschaut. Das ist ja keine Erfindung jetzt von mir. Ja. Und wenn jemand so einfach jemanden abholt, dann hast du gewonnen. Badum, so viel Magie dazu. Keine Magie. Also ich stelle mir jetzt mal vor, ich wäre so ein junger Mann, der zum allerersten Mal eben seine sexuelle Erfahrung machen möchte, dich bucht und ich vielleicht eine sehr spezielle sexuelle Fantasie habe, aber ich bin dann noch viel zu gehemmt, um darüber zu reden. Wie kitzelst du das aus diesen Menschen raus? Also, das sind alle verschieden. Die Mutigen und so Forscherinnen, die fragen schon nach speziellen Wünschen. Und jetzt sage ich dir mal ein ganz großes Geheimnis. Diese super speziellen Wünsche sind so normal. Was bleibt dir da jetzt hängen, was so ein super spezieller Wunsch war? Mega speziell. Hatte ich jetzt gerade vorgestern. Ach ja. Ja. Also es war ein total lieber Mensch, aber der hat wirklich das volle Programm noch nie im Leben gehabt. Der hat nicht mal jemanden geküsst. Krass, oder? Naja, auf jeden Fall super, super, super sympathisch. Und der wollte seinen Penis zwischen meine Brüste schubbern. Spanisch also. Ja. Ist doch völlig Standard. Ich weiß. Aber für ihn war das halt tatsächlich richtig krass außergewöhnlich, das zu fragen. Ist ja süß. Ich weiß. Okay, jetzt muss ich mir doch überlegen, ob ich nicht mal Jungmänner annehme. Verboten. Weil ich hatte mal einmal, also eine richtig klassische Jungfrau. So ein ganz goldig mit so blonden Löckchen. Vielleicht 23 oder so. So noch im ersten Jahr als Escort. Ja. Der hat so meine Brüste gequetscht, also wie diese kleinen, nennt man die mal? Anti-Stressbälle. Wie diese kleinen Anti-Stress-Bälle, genau. Ich dachte, ich springe an die Decke. Ich musste dann erstmal erklären, das sind Drüsen drin und wenn du da drauf quetscht, also du musst schon wirklich ordentlich draufdrücken, damit mir das wehtut, dann ist das schon ein Level, bei dem ich eventuell an die Decke springen könnte, aber ich versuche es zu unterdrücken. Das war speziell, aber dann ist er sanfter geworden. Diese sehr mütterliche Rolle, sie hat was sehr Faszinierendes, aber es hat mich, ich glaube, dieses Hin- und Her-Switchen zwischen diesen ganz mütterlichen, ja fast schon, auch wenn du das nicht hören möchtest, pädagogischen. Oh, ich hab's nicht gehört. Ja, es ist auch nicht mein Lieblingswort. Und dieser eigenen Lust, in die man sich ja immer wieder neu reinmanövriert, wenn man jetzt gerade mal wieder eine kleine kognitivere Phase hatte. Ja. Das war mir ein zu extremer Wechsel. Also ich konnte mich nicht so sehr auf die Lust fokussieren, weil ich zu sehr eine Mutterrolle war. Also ich sehe das gar nicht als Mutterrolle, Elisa. Echt? Überhaupt nicht. Deswegen fand ich auch dein Intro, also es war sehr, sehr schwierig für mich. Oh, wirklich? Ich habe fast geweint, aber ich habe mich zurückgehalten. Geweint? Nein. Ich kann es verstehen, dass es so ein bisschen in diese Richtung, so kopftechnisch geht. Aber keiner will seine Mami ficken, weißt du? Darf ich das sagen? Ja, aber die Freundin von seiner Mutter, die will doch jeder vögeln. Aber ja, das gefällt mir. Also das beruhigt mich jetzt schon. Jetzt habe ich aber doch noch eine sehr wichtige und dringende Frage auf dem Herzen. Ich höre. Naja, also was bis auf den Punkt, bitte Brüste nicht bis zum absoluten Anschlag zu zerquetschen, sodass man an die Decke springen muss. Was außerdem gibt es, was man Jungmännern, die jetzt vielleicht nicht ihr erstes Mal im Escort erleben wollen, sondern anderweitig, welche Tipps hättest du da am Start? Oh, Ja.
Sehr gut, dass du fragst. Und zwar, ich nenne es die Rubbler. Oh. Oh ja. Also die schießen sich auf eine Stelle ein und das muss auch nicht wirklich eine von den expliziten sein. Mhm. Und zwar, die fangen einfach an zu rubbeln und rubbeln und rubbeln. Und dann denkst du dir, das tut aber, also nach Rubbeln kommt empfindlich, nach empfindlich kommt immer Aua. Mm. Und dann sage ich ganz sanft, wo willst du da durch? Nein. Aber ich mache schon darauf aufmerksam, dass Rubbeln auf einer Stelle tatsächlich irgendwann schmerzhaft ist und dass man so ein bisschen Location-Wechsel machen muss. Er könnte ja ein Geist rauskommen, wenn man genug rubbelt. So wie bei Aladins Wunderlampe. Genau. Also das passiert nicht, weil ich habe Erfahrung damit. Es Wenn ist man es noch, lang genug macht, könnte der Geist den Körper verlassen. Das weißt du doch nicht. aber es ist noch nie ein Geist rausgekommen, bei dem man 3 Wünsche hatte. Probieren muss man es mal. Also haben viele probiert, aber bis jetzt ist es noch nicht passiert. Ja, interessant. Aber woher denkst du, kommt das, dass man immer erstmal so als erste Intuition einfach drauf losrubbelt? Weil, ich meine, es gibt ja jetzt kein Porno, in dem man beigebracht bekommt, dass man mal so richtig schön den Arm Durchrubbelt. oder die Brüste rubbelt. Ich glaube tatsächlich, dass das so eine Übersprungsaktion ist. Ah. Und zwar, man verliert sich irgendwie in diesem Moment, weil einfach auch sehr, sehr viele Eindrücke da sind. Und das ist vielleicht auch eine Handlung, die einem Sicherheit gibt, weil es einfach eine wiederholende Sache ist. Aber du rubbelst dich in Sicherheit. Naja, aber wobei, wenn ich so drüber nachdenke, ne, also wenn ein Mann sich jetzt selbst befriedigt, also ich meine, es ist zwar kein Rubbeln mit der flachen Hand, aber es kommt dem Rubbeln schon auf jeden Fall näher als, naja, Ja. wenn man sich jetzt als Frau selbst befriedigt. Das ist schon nochmal ein bisschen komplexer. Also da, Also ich habe die Erfahrung tatsächlich, dass sie schon ein bisschen das Rubbeln am Penis schon ein bisschen variieren. Aber ich glaube, da sind sie wirklich so ein bisschen Gedanken verloren. Und dann fragen sie sich, was mache ich jetzt als nächstes? Und damit keine künstliche Leere entsteht, wird gerubbelt. naja, gut, okay. Also ich meine, es ist eine interessante Methode auf jeden Fall. Ja. Aber nee, gibt's noch mehr so Dirty Classics, die man beim ersten Mal nicht machen sollte, die häufig gemacht werden? Also, was ich bei einigen gemerkt habe, dass sie weggucken. Und dann haben sie so ein super angestrengtes Gesicht. Und dann wird auch kein Gesichtswechsel gemacht, sondern die sind so voll in der Konzentration, dass einfach so ein bisschen Leichtigkeit fehlt. Und das kann ein bisschen irritierend wirken, wenn man halt eine Freundin ist. So, ich kenne das, ich weiß, dass das oft passiert und mache darauf so ganz nett aufmerksam. Ich so, hey, und jetzt erinnere dich daran, dass du auch ein Gesicht vielleicht hast. Lächle und gewöhn dir es da gleich auch an. Und lenke so die Aufmerksamkeit auf mehrere Körperregionen, damit der Mensch sich nicht so einschießt jetzt auf eine Handlung, sondern auch irgendwie gleich mitlernt. Also so, vielleicht ist es auch eine Art von Prägung, dass das lächelnde Gesicht auf jeden Fall, jetzt nicht grinsen, aber dass Spaß im Gesicht auch erkennbar sein muss. Weil Gesichtsentgleisungen hatte ich jetzt privat oft und das ist vielleicht manchmal nicht ganz so sexy. Ich finde generell, also ich habe schon so epische Orgasmusgesichter gesehen. Da müsste es eigentlich eine richtige Hall of Fame für geben. Ich habe leider nie einen Fotoapparat dann in der Hand. Das macht auch nicht wirklich immer Sinn. Ich habe auch diese Leistungssportler-Gesicht her. Und das finde ich wieder geil. Kennst du das? Wenn jemand so Marathon läuft und das Gesicht komplett so verhärtet ist und du siehst diese ganze Überkraft, die gerade in diese Situation reingesteckt wird. Ja, dann haben sie den Mund immer so halb offen. Ja, Ich finde das irgendwie geil. weiß ich nicht. Also wenn jemand so krass überkonzentriert ist und dann irgendwie so das ganze Gesicht zerfällt, habe ich manchmal das Gefühl, dass ich es nicht ganz so sexy finde. Aber das ist jetzt so mein Empfinden. Ach, schade. Weiß ich nicht. Aber vielleicht, wie bei dir, macht das was aus, im positiven Sinne. Und bei mir
Ja, ich mag ich habe Spaß dabei, Gesichter. Und nicht, ich zerlege gleich ein Mammut. Ich finde so diese konzentrierten Gesichter von Männern beim Sex irgendwie sehr antörend. Aber ich frage mich nicht, warum. Es ist einfach, vielleicht ist es ein besonderer Kink. Ja, also Ja, ja, das finde ich auch gut. ja. Wo ich ein bisschen ja, ich will es jetzt nicht Problem nenne, aber wo ich so ein bisschen abgeturnt war von einem, der hatte so den Mund halb offen stehen, die Mhm. Augen voll aufgerissen. Und da sah das irgendwie so, warte, das kann ich jetzt nicht so gut erklären, aber ich zeig dir das mal ganz kurz. Okay, das hat ein bisschen Horrorfilm-Vibe. Ja, genau Okay, ich das verstehe, war was es. du meinst. Und, Klar. also es war tatsächlich mein Freund. Uh, hatte der auch wenig Erfahrung? Also hast du eigentlich auch Ja, im Privaten? der hatte auch wenig Erfahrung. Stehst du privat auch auf junge Männer? Also ich habe nichts dagegen, tatsächlich. Mhm. Und vielleicht deswegen habe ich auch diesen wundervollen Kink entwickelt. Aber bei dem hatte ich tatsächlich das Gefühl, dass mir Doggy Style auch ganz gut gefällt. Er hat's nicht verdient, wirklich nicht, weil auch andere Dinge hatte, die sehr gut waren. Aber diese Gesichtsentgleisung, die hat mich schon geprägt. Wunderbar. Was denkst du denn, bleibt nach so einer Begegnung mit dir für einen jungen Mann? Was geht da emotional in ihm vor? Ich glaube, dieses Wort dafür, was es ziemlich gut umschreibt, ist das Afterglow. Und zwar, wenn du nach einer richtig coolen, schönen Begegnung einfach noch weiter strahlst. Und der junge Mann, den ich jetzt vorgestern hatte, der hatte dann vor, am Samstag dann nochmal in die Disco zu gehen. Ach ja. Und ich glaube, der ist das erste Mal in eine Disco mit einer ganz anderen Einstellung reingegangen. Afterglow. Weißt du, ob er an dem Abend was abgeschleppt hat? Ja, das hat er nicht gesagt. Aber er hat sich noch mal so eine kurze Anleitung gewünscht von den Dingen, die ich ihm erzählt habe an diesem Abend mit uns beiden. Und dann hat er mir noch zurückgeschrieben und ich habe ihm einfach eine Anleitung geschrieben, wie er auch in Zukunft agieren kann, weil manche Leute lesen gerne, besonders Studenten. Und er war voll dankbar und hat gesagt, boah, mit so viel Service hat er nicht gerechnet. Ach ja. Ist ja süß. Hat sich voll gefreut. Und ich bin mir fast sicher, dass er jetzt nicht rausgegangen ist in die Welt und hat jetzt den großen Obermacker gespielt. Da ist er einfach nicht der Typ dafür. Aber ich bin mir fast sicher, dass er diesen Abend nochmal mit einem anderen Mindset angegangen ist. Oh, das ist wirklich schön. Das ist das Schöne voll. Also das ist das Schöne daran. Ist ja praktisch wie eine Neugeburt. Ich würde es jetzt nicht so pathetisch beschreiben, aber wenn du sagst, hört sich das gut an. Geht da in dir auch was Besonderes vor sich oder ist das schon zu sehr Routine Nee. geworden oder bewegt dich das auch? Also absolut. Es bewegt mich total, weil das sind auch alles Menschen, die werden mich niemals vergessen. Und vielleicht ist das auch der Fußabdruck, den ich auch in der Welt hinterlasse. Weil, sei mal ehrlich, ich maße mir jetzt nicht an, dass ich jetzt irgendwas mache, was die Welt voll verändern wird, wie KI oder ich habe auch keine Dampfmaschine erfunden, ja. Aber für diese Menschen werde ich in Erinnerung bleiben. Und ich habe sie verändert. Oh. Ja, ist voll gut. Und deswegen genieße ich auch jede Begegnung ganz von neu und bin auch voll drin im Thema. Das ist irgendwas, was ich echt gerne mache, Lisa. Also die Frage, die sich mir da nur aufdrängt, geht es mehr darum, dass man ein sexuelles Vergnügen dabei empfindet, jemanden zu entjungfern, oder geht es mehr um dieses Selbstbild, was man dabei hat? Es ist so eine Mischung wahrscheinlich aus beidem. Seien wir ehrlich, wenn ich jetzt sagen würde, es ist nur das eine, stimmt's nicht und das andere auch nicht. Es ist eine Mischung. Und diese jungen Männer haben auch eine Sache, die ich halt auch mega wichtig finde für mich. Sie sind gesund. Es ist nicht so risikobehaftet. Also diese Jungs sind, also Jungs, ne, jetzt in Anführungsstrichen, diese Menschen sind einfach frisch auf dem Markt. Und ich darf sie pflücken wie so reife Äpfelchen. Und sie kommt zu mir und ich muss auch nicht wirklich jetzt rausgehen in die Welt und so super krass Ausschau halten, weil du erkennst Jungfrauen nicht. Ach doch. Nee, tust du nicht, glaub's mir. Manche maskieren sich richtig, richtig gut. Okay. Also Challenge accepted auf jeden Fall, wenn wir das nächste Mal ausgehen. Aha.
Also insofern kann ich ja diesen Drive sehr vieler Männer sehr gut nachempfinden, dass sie so die Unschuld gerade in jungen Frauen sehr faszinierend finden. Denn diese Faszination, die scheinst du ja sehr zu teilen, was ich so an deinem Blick ablesen kann. Mein bester Freund würde Bände darüber erzählen wollen, glaubst du? Mich reizt immer noch zu erfahren, aber ich glaube, darauf gibt es keine ultimative Antwort, ob es mehr die Macht ist, die man über einen noch so unschuldigen, reinen Menschen hat, darüber, dass er noch nicht ganz weiß, wie es geht, dass du derjenige bist, der ihm das beibringt. Das ist ja schon eine unfassbare Macht, die das mitbringt. Oder ob es mehr um diesen seelischen Aspekt dabei geht oder das Zusammenspiel daraus. Aber was macht die Erotik aus? Ich glaube tatsächlich am Anfang, Elisa, war viel Machtspiel bestimmt dabei. Gerade weil ich als Frau aufgewachsen bin und sich meine Eltern halt auch oft einen Jungen gewünscht haben. Und dann nimmt man so ein bisschen aus allen Kulturen und Weltbildern so dieses Ideal an. Und da war einfach mein Wunsch zu sagen, hey, ich kann auch als Frau genau die gleichen, naja, nennen wir es mal, Dinge erreichen, die für manche Jungs wichtig sind. Und dann war es auf jeden Fall ein Machtspiel. Und im Laufe der Zeit hat sich das zu einer Passion entwickelt, für die ich einfach emotional ein Gefühl entwickelt habe. Und zwar, dass egal wie Sexwork draußen sexophob behandelt wird und wir auch, seien wir ehrlich, sehr vielen Verurteilungen gegenüberstehen, dass ich was richtig Gutes tue. Oh Gott, ist das karitativ? Vielleicht. Aber es gibt mir einfach ein gutes Gefühl, dass ich was Gutes mache. Würdest du es als Supportive Sex Work bezeichnen? Nein. Ich nehme Männern die Angst vor einer Sache weg. Ja. Und damit ist es nicht supportive, weil ich ihm jetzt helfe, sondern es ist Selbstermächtigung. Ich gebe ihm die Macht über Verurteilungen. So sehe ich das, ja. Ich sehe es schon als etwas sehr Helfendes, um ehrlich zu sein. Es würde man ihm helfen, das wegzuschneiden, weil er sich unbedingt davon befreien möchte. Und gleichzeitig kriegt er auch etwas Neues geschenkt. Also das kann auf jeden Fall für den Jungmann so sein, bin ich bei dir. Aber ich sehe das nicht so. Und das ist dieser Teil, der halt verurteilungsfrei dran geht. Was er damit bezweckt, ist sein Ding. Ich führe ihn einfach in eine neue Welt rein. Das ist wie wenn jemand ins Theater geht und auch niemals da war und dann auch nochmal eine kleine Einführung dafür braucht. Aber dann ist es nicht helfen, sondern ich öffne ihm einen Bonbonladen. Und das finde ich viel schöner. Doch, diese Metapher mit dem Bonbonladen, das gefällt mir ganz gut. Liebe ich. So, jetzt habe ich so viel geredet. Und meine Kehle ist ja schon fast hier am Austrocknen. Und so ganz charmant möchte ich fragen, was dann eigentlich deine Erfahrungen sind. Darf ich? Also mit klassischen Jungfrauen habe ich eben nur diese sehr wenigen Erfahrungen. Also Nur mit dem Typen mit der Brust? genau, also das war einmal der Kunde, den ich hatte, dann mein allererstes Mal, also waren wir beide ja noch Jungfrau. Und ansonsten hatte ich schon noch so ein paar Erfahrungen mit Männern, die jetzt sehr wenig sexuelle Erfahrung hatten, aber nicht gar keine. Und da differenziere ich doch noch mehr stark. Aber doch, also ich habe ja bestimmt schon mal in vorherigen Folgen so über meine erste Partnerschaft im Erwachsenenalter gesprochen. Und er war ja tatsächlich ein Escort-Kunde von mir, Okay. aber hatte vor mir eben nur eine Frau. Ja, ich war auch seine erste Escort tatsächlich. Es war seine frühere Ehefrau eben. Was? Ja, Okay. ja, er war vor mir verheiratet. Und ist eben auch sehr religiös aufgewachsen und hat bis zur Ehe gewartet. Und dementsprechend hatte man halt nicht viel Sex. Und innerhalb einer religiös angehauchten Ehe ist jetzt auch nicht die große Experimentierfreude gegeben. Und ich muss sagen, dass mir diese Rolle schon sehr gefallen hat. Also zum einen hat es mir mit Anfang 20 eine unfassbare Sicherheit gegeben, dass ich für meinen damaligen Partner ja nicht Nummer 241 auf der Barney Stinson-Liste war, sondern dass ich für ihn wirklich ein besonderes Erlebnis war. Dass ich
hat auch immer sehr betont, dass er mich ja erwählt hätte. Und dadurch hat man sich einfach sehr besonders gefühlt. Das hat das alles nochmal verstärkt. Aber mir hat auch diese Rolle gut gefallen. Diese verdorbene kleine Schlange im Paradies zu sein, die diesen hehren, braven Mann mit den guten Absichten in die Unterwelt entführt. Mhm. Doch, als in dieser Rolle bin ich wunderbar aufgegangen. Glaube ich. Doch, also es hat für mich auch die besondere Erotik dabei ausgemacht, dass ich ihm all diese Dinge zeigen konnte und beibringen konnte. Also sowas wie zum ersten Mal versteckt auf irgendeiner Party, wenn jemand hinsieht, einfach mal so ein bisschen miteinander rumzumachen oder mal in die Hose zu langen. Das war ja out of the world für jemand, der jetzt so züchtig gelebt hat vor mir. Hast du nicht gemacht. Also du kennst mich doch mittlerweile ganz gut. Oder eben auch das erste Mal so in den Swingerclub zu gehen, jemanden zu fesseln. Du hast gefesselt? Du kannst fesseln? Ja, Oh. ja. Oh, okay. Ja, also ich sag mal, die Schwierigkeit, die das jetzt in der klassischen Partnerschaft mit sich gebracht hat, diese Rolle, dieses Selbstbild, dass ich ja diejenige sei, die ihn von diesem braven, reinen Leben abgebracht hätte. Ja, ich war 22 und er Im war wahrsten Sinne des Wortes. Ich war 22 und er war eben fast 40. Also ich würde mal sagen, da war halt schon eine beidseitige Verantwortung für die ganze Geschichte vorhanden, möchte man meinen. Aber dadurch, dass ich diese Rolle so angenommen habe, gab es irgendwann auch dieses Gefüge, dass er die Verantwortung auch so ein bisschen an mich abgeben konnte. Und dass es für mich dann mit meinen Anfang 20 ziemlich unangenehm wurde, weil ich diese Rolle zu sehr übernommen habe. Das Spiel wurde dann auch ein Stück weit Realität. Und deshalb würde ich sagen, so im heutigen Kontext gesehen, macht mir dieses Spiel noch wahnsinnig viel Freude. Ich mag es, die braven Herrenmänner mal ein wenig zu entführen. Mögen wir das nicht alle? Aber es muss eben klar sein, was Spiel ist und was Realität ist. Das Trennen, Ja, verstehe ich. Escort macht's einem da leicht. Denkst du? Ja, schon. Warum? Weil es dieser wunderbar abgesteckte Rahmen ist. Weil ich ganz genau weiß, dass ich keine Angst haben muss, zu geben und zu geben und zu geben, weil ich weiß, dass ich was zurückbekomme. Und in dieser weiten, manchmal auch ein bisschen kalten Welt da draußen, da gebe ich auch häufig, ohne etwas zurückzubekommen. Und wer gerne gibt, der zieht eben auch gerne Menschen an, die bisher nur das Prinzip des Nehmens begriffen haben. Du meinst so die klassischen Giver und Taker? Und im Escort finde ich es schön, dass ich ungehemmt geben kann. Voll gut. Ja, Ich weiß, was du meinst. das ist tatsächlich ein sehr seelisches Thema für mich. Ja, sehe ich auch. Voll gut. Aber es geht auch ganz klassisch darum, dass ich durch den Escort in die unterschiedlichsten Rollen schlüpfen kann, die ich persönlich nur als Facetten meiner selbst sehe, denn ich nehme ja nur die Rollen an, die mir auch liegen und sie trotzdem nicht zwangsläufig zu meiner gelebten alltäglichen Realität werden müssen. Und dazu zählt eben auch diese Rolle der Schlange im Paradies. Also diejenige zu sein, die diesen hehren, ritterlichen Mann aus seiner Rüstung, aus diesem Regelkorsett des Alltags und dieser selbst zugeschriebenen Identität holt. Und ihm auch, wenn bei dieser Begegnung eher der Genuss im Vordergrund steht, auch das ein oder andere Mal einen Apfel der Erkenntnis zuzuspielen. Also wir erleben gemeinsam eine Form der Freiheit miteinander, die das normale Leben eigentlich nicht bietet, ohne dass es unseren Alltag berühren muss. Und das bringt mich eben unweigerlich zu der Erkenntnis, dass die Schlange im Paradies nicht nur Verführung und Ablenkung ist, sondern eigentlich auch Bringer von Freiheit und Selbsterkenntnis, was im ärgsten Fall auch zu einer richtigen Neugeburt führen kann. Aber eben ohne das Risiko, das selbst geschaffene Konstrukt des Alltags zu torpedieren. Also Win-Win auf allen möglichen Ebenen. Und ehrlich gesagt wundert es mich auch nicht, weshalb diese mythologische Figur der Schlange vom Klerus so verpönt wird. Denn Menschen, die Genuss als Waffe zur Selbsterkenntnis einsetzen,
sind höllisch gefährlich für unsere Art des Gesellschaftsmodells, in dem ja die Massen durchaus gerne dumm und statisch gehalten werden und die Entwicklungsrichtung am liebsten von oben bestimmt wird. Also traut euch, gefährlich zu sein. Und damit, liebe Sherlocks, sind wir wieder beim besten Teil der Folge angekommen. Oh mein Gott. Und natürlich halte ich mein Versprechen diese Woche und lasse euch endlich mal wieder zu Wort kommen. Es sind nämlich indes einige offene Fragen eingetrudelt. Aber nicht jetzt wegen mir. Haben wir heute alle Fragen geklärt? Eine ist auf jeden Fall noch offen. Oh mein Gott. Das ist aber wieder eine Zuhörerfrage. Ja, ab dieser Woche möchte ich ja wieder gnädig sein. Und zwar möchte Stefan von uns Folgendes wissen. Ist es normal, dass ich meine Frau liebe, aber bei Escorts Dinge auslebe, Ja. Ja. die ich mich bei ihr nie trauen würde? Ja. Aber ja. Hey, Klassiker. Zu Hause will man sich nicht blamieren und dann auf ein Nein noch geraten, weil dann kommt nämlich, ach mein Gott, was ist mit meinem Mann los? Oder Frau? Und wenn sie dann zu uns kommen, dann sagen sie sich, also hier probiere ich es auf jeden Fall aus. Und wenn es nicht klappt, gehe ich halt nach Hause wieder. Und ja. Und ich finde es voll gut. Aber ich finde es schade, dass die meisten Menschen in Partnerschaften nicht so offen sein können, wie sie es vielleicht gerne sein möchten. Also es erfordert ja so eine unfassbare Ehrlichkeit, die kann man einander ja nicht geben, wenn man sich dieses Versprechen gegeben hat, dass Monogamie eben über allen Bedürfnissen steht. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass auch ganz viele Menschen einfach sehr vorverurteilend sind. Ja. Und ich meine, ich komme aus einer Familie, die vielleicht so ist. Ich spreche vielleicht aus Erfahrung. Und die sowas niemals machen würden, weißt du? So, und dann ist eine Frau, die Nonne, die vorne, keine Ahnung, wie diese Hauptnonne heißt. Und dann würdest du dich einfach, obwohl du sie voll liebst, weißt du, sie ist der beste Mensch auf der Welt. Und sie ist voll lieb und sie macht auch wirklich das Leben einfach und schön. Und dann sagst du ihr, sie soll das machen, was einfach nicht geht in ihrer Welt. Und dann ist es okay, wenn man, also ich liebe dieses Wort, Selbstermächtigung. Wenn man dann sagt, man stört diese Person im Leben nicht, aber verlässt diesen Menschen auch nicht, weil es doch eigentlich gut passt. Aber genau dieses Spiel irgendwo anderes ausprobiert. Vielleicht passt es ja auch gar nicht. Vielleicht ist es auch gar nicht das, was man eigentlich wollte. Auch vielleicht auch doch. Und dann geht man ein bisschen spielen, so wie die Kinder auf dem Spielplatz. Und dann kommt man nach Hause und dann ist man wieder zu Hause. Kann man das so sagen? Doch, das gefällt mir ganz gut. Ja. Ja. Und deswegen finde ich es okay. Und verurteile es nicht, weil manchmal, also ich habe so ein bisschen meinen Lieblingsspruch, wir schützen auch manchmal die Menschen, jemandem weh zu tun. Ja, also ich fände es natürlich schöner, wenn wir alle wahnsinnig ehrlich miteinander sein könnten und trotzdem wahnsinnig glückliche Menschen sein könnten. Aber ich glaube, diese Gesellschaft ist noch nicht ganz bereit dafür. Und solange das der Fall ist. Also wenn ich darf, ich habe vielleicht ein gutes Beispiel dafür. Also morgens gehe ich auf die Arbeit und bin total übermüdet, weil ich die Nacht nicht gut geschlafen habe. Und da kommt der erste Kollege und sagt, du siehst aber müde aus. Will ich das wirklich hören? Will ich wirklich hören, dass ich heute müde aussehe, auch wenn ich müde bin? Also ich sage dann immer, ich danke dir für deine Ehrlichkeit, aber ein bisschen weniger bitte. Du siehst, dass ich müde aussehe, bring mir doch einfach einen Kaffee. Das ist Ehrlichkeit genug. Okay, ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Es gibt manche Arten von Wahrheit und Ehrlichkeit, die dann doch ein wenig zu viel der Sache wäre. Aber wir freuen uns auf jeden Fall, Stefan, dass wir dich in unseren Kreisen willkommen heißen und begrüßen können. Doch, also Jeder ist willkommen. es ist schön, dass du das findest, was deinen Alltag für dich wieder leichter und schöner werden lässt. Und ja, das kann man jetzt alles sehr negativ sehen, aber Wir sehen es positiv. Ja. ich hoffe, du auch. Ja, auf jeden Fall solltest du es positiv sehen. Und damit nähern wir uns jetzt wieder dem Ende.
Also, wenn du da draußen auch eine offene Frage hast, die du mir gerne einschicken möchtest, Oder ein Jungmann bist? dann schick mir deine offene Frage doch gerne über hedonistapodcast.com. Oder, und ja, mir ist aufgefallen, dass jeder über Hedonista Podcast schreibt, aber niemand über die Social Media Plattform. Ihr könnt mir aber auch gerne über X oder Insta schreiben. Und damit, liebe Detektive der hedonistischen Welt, entlasse ich euch wieder in ein feuchtfröhliches Wochenende. Und ihr wisst ja, keep your hands clean, but your mind dirty. Wir hören uns nächsten Freitag wieder. Danke, dass ich heute da sein durfte, Elisa. Das hat mich auch sehr gefreut. Das hat richtig Spaß gemacht.